die extra aus Australien angereist ist, allerdings schon vor ein paar Jahren, die alle Größen der wahren Geschichtsforschung kennt und sie mit ihrer Arbeit unterstützt und die jetzt zu euch sprechen möchte. Sie spricht Englisch und ich begrüße ganz herzlich Michelle Renou. Kameraden, Ladies and Gentlemen of Germany. So, hallo liebe Damen und Herren aus Deutschland. I did not expect to speak. I expected only to come to support you. So I am impromptu to speak. Ich habe nicht damit gerechnet, vor euch zu sprechen. Ich hatte eigentlich nur vor, euch zu unterstützen, aber jetzt spreche ich zu euch. I would like to say that when I arrived, a German woman came to me and said, as an English person, you have no right to be here. Als ich eintraf, kam eine deutsche Frau zu mir und sagte, als eine englische Person haben Sie kein Recht, hier zu sein. Now I understand very much how she feels. Ich verstehe sehr gut, wie sie sich fühlt. And I would respectfully say the reason why English people should be here. Und ich möchte jetzt mit dem allergrößten Respekt erklären, warum englische Menschen hier sein sollten. Because we can tell you what the British policymakers said and planned against the German civilians. Wir können euch erzählen, was die englischen Politikmacher geplant haben mit den Deutschen. I can quote to you from my film. I make documentary films. This one is about the Dresden Holocaust, and an apology to Germany is due. Ich kann zitieren aus den Filmen, die ich gemacht habe, und dieser Film handelt von dem Dresdner Holocaust. Okay. Yes, there was one Holocaust in 1940s, and it deserves to be called a Holocaust, and none other do, except for the Japanese. Es gab ein vollständiges Verbrennen 1940 und wie das was? Except for the Japanese, the Japanese had a Holocaust. Und es gab das komplette Verbrennen in Japan. And the one in this country and in Europe was the one on the German civilians. They were burnt alive. That is what a Holocaust is, a burning alive. And only the German civilians were burnt alive. Only the Germans may call it a Holocaust. Und das Wort Holocaust, komplettes Verbrennen, bedeutet bei lebendigem Leibe verbrannt zu werden. Und das ist das, was hier in Deutschland passiert ist. Now in this film, I quote from the British policymakers and also from the evil of Winston Churchill, who said we intend to baste the German civilians. Baste is when you cook a chicken, a roast chicken, and you pour boiling oil on it to cook it. Also, ich kann zitieren von dem, was englische Politiker gesagt haben, insbesondere der überaus freundliche Winston Churchill, der gesagt hat, wir werden die Deutschen frittieren wahrscheinlich, braten, wie man ein Hühnchen brät, indem wir Öl über sie gießen. We are told in the records, in the historical records, that the war ministry intended to goad Adolf Hitler to bomb Germany because Adolf Hitler did not want to bomb Germany. Wir wissen, dass die britische Militärführung Deutschland bombardieren sollte, denn Adolf Hitler wollte es nicht. These are documented in our archive. It's a fact, not hearsay. It is a fact that is intended. Und das ist in den Archiven dokumentiert. Es ist ein Fakt. Es ist nicht Hörensagen oder irgendetwas anderes. Es ist ein Fakt. Now, in June 2012, the
the British Queen opened a monument on Hyde Park to the bombers, to the terror bombers. Im Juni 2012 hat die englische Königin ein Mahnmal im Hyde Park eröffnet, ein Mahnmal für die Terrorbomber. Now I want to say respectfully to the woman who said English people should not be here on this day. It is important because I can tell you what I wish to tell you and the German people that you don't know, that this was a wicked thing that our British policymakers did and did deliberately. Und mit allem Respekt möchte ich zu der deutschen Frau sagen, dass ich etwas sagen kann, was wir nicht sagen. Das, was passiert ist, ist vorsätzlich passiert. There were important people in England who opposed the terror bombing. There were British people who opposed it. We were not all evil. Es gab auch in England natürlich Menschen, die gegen diese Terrorbombardements waren. Nicht alle Engländer waren böse. I will name you 5 people. 5 werde ich jetzt vorlesen. George Bell, the Bishop of Chichester. Lord Hankey, the founder of the modern civil service. Sir Charles Snow, later Lord Snow, government scientist and author. The Right Honourable Richard Stokes, Labour MP and peace campaigner. These were some of the many who opposed. But also das waren jetzt nur einige von vielen, die sich dagegen ausgesprochen haben. But unfortunately, when your government declares a war on another government, it is not it's not Germany minus half a dozen people who don't want a war, or half a dozen people who don't want it in other countries. Aber wenn ein Land einem anderen Land den Krieg erklärt, dann ist es nicht zum Beispiel Deutschland minus ein paar Tausend, die das nicht möchten, oder England minus ein paar Tausend, die es nicht möchten, dann ist es eben Land gegen Land. And this goes for the World Jewish Federation also. When the leader of the Jewish Federation, Chaim Weizmann, said in the 1930s, und das gilt natürlich für das jüdische Volk genauso, als Chaim Weizmann in den 1940er Jahren, I'm quoting Chaim Weizmann, the head of the World Jewish Federation. He said that we Jews are the fifth columnists. We are the Trojan horses in the enemy's fortress. That is a quote from the Jewish Federation leader. Can you repeat it again, please? We are the Trojan horses in the enemy's fortress. Also wir sind die trojanischen Pferde die 5. Kolonie. Fifth column. We are a state acting within a state. We are an enemy. Wir sind ein Staat, der in einem Staat agiert. Wir sind ein Feind. Now that's not my opinion. That is the statement of the World Zionist, the World Jewish, not Zionist, World Jewish. There was no, the state had not been made that. Und das ist nicht meine Meinung. Das war ein Statement des Führers des jüdischen Weltkongresses. So as I say, when your government or your federation, which is the world government, declares a war on another country, you personally may not want to be part of the war. But unfortunately, that's how it is in wartime. So that every Jew therefore was made by the Jewish Federation a fifth columnist. Also, das ist so, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn ein Land einen Krieg erklärt, dann ist eben jeder Teil dieses Landes. Und das gilt eben auch für die Juden, die sich als fünfte Kolonne begriffen haben. Therefore, it is normal practice in wartime to put your fifth columnists into concentration camps. That is normal. That is not exceptional cruelty by the Germans. Und ich glaube, das darf ich jetzt gar nicht übersetzen, denn das würde vielleicht Schwierigkeiten ergeben, leider. Nee, das möchte ich nicht übersetzen. I wouldn't translate that because they could touch the 130. Yes. All right. So I am aware, as you are,
that we are in countries that do not have freedom of historical research. So we are in countries, including mine, where there is no freedom on a particular period of history for normal historical research without exception. Ja, wir sind in einem Land, in dem es für einen bestimmten Bereich der Geschichte eben keine freie Forschung gibt, in der es, ja, wie man merkt, strafbewehrt ist, gewisse Dinge zu sagen. So I am proud to be your comrade. I am proud to be coming from England to be and stand with you today, contrary to what the German woman felt. I am proud to be here and should be here because we are comrades in a common cause. Und ich bin stolz, ein Kamerad von euch zu sein, denn wir sind Kameraden in einem gemeinsamen Kampf, in einer gemeinsamen Sache. Do you see over the road here, across the cafe, on a wall, it says, "Good night, white pride." Do you see it? In big letters. An dem Bretterzaun da vorne, gegenüber der Straßenbahnhaltestelle, da steht in großen Buchstaben, "Good night, white pride." Gute Nacht, weißer Stolz. So it is not just Germany that are powers that should not be wished to destroy. It is all white people and their countries. Es geht also nicht nur um Deutsche, die von dieser gewissen Macht zerstört werden sollen, sondern es geht gegen alle weißen Länder. Believe me, German people, you need the rest of the white world to stand with you. And I certainly am one such small person. Glaubt mir, Deutsche, ihr braucht den Rest der weißen Welt im Kampf mit euch und ich bin so eine Person. Because this artificial mass migration of the third world, and some of them are innocent, some of them are, because we have had wars on these countries in Arabia, because one country wants the Nile to the Euphrates. A little difficult. Some of these refugees are refugees, but it does not help them to come to white countries. We must help them to go back and fight for their heritage and their own people. Einige der Flüchtlinge, die herkommen, sind tatsächlich Flüchtlinge. Aber es hilft ihnen nicht, wenn sie hierher kommen. Sie müssen zurück und dort für ihr eigenes Erbe kämpfen. Believe me, I am deeply sympathetic with the real refugees of Arabia and so on, because our wicked policymakers are still aiming at civilians like they did in Dresden in 1945. Und ich habe tiefstes Mitgefühl für alle wirklichen Flüchtlinge, denn unsere Politikmacher, die verhexten Politikmacher, die haben es immer noch auf Zivilisten abgesehen, so wie damals 1945. It is because they got away with this Dresden Holocaust and 60 German civilians, 60 German cities and villages were attacked deliberately. We know this from the records in Britain. This was deliberate. And since they got away with it in the Nuremberg phony trials, now all of these war crimes are attacking and targeting civilians. It all started here. So, und alles begann hier, nur weil sie davongekommen sind mit ihrem Krieg gegen Zivilisten, ja, und nicht verurteilt wurden in dem Kriegsverbrecherprozess in Nürnberg. Deswegen können sie weitermachen damit. But whatever brings the foreigners to this country and to all of our white countries, and it is only to white countries, we must help them in some way or other to go back to their heritage, to be proud of their heritage and their race. Und deswegen müssen wir allen helfen, allen armen Seelen, die aus anderen Ländern hierher kommen, dass sie zurückgehen können und dort eben in ihrer Umgebung und ihr Erbe pflegen können, ihre Herkunft pflegen können. We can be proud of our white race because
these refugees and these economic migrants want to come to our countries. So clearly, white people must be able to do something valuable. Otherwise, why are we not emigrating to their countries? Und wir weißen Menschen können stolz auf uns sein, denn die Armen kommen ja alle zu uns. Aber kaum einer aus den weißen Gesellschaften macht sich auf den Weg zu ihnen. Also irgendwas muss ja an uns weißen Gesellschaften dran sein. Ne? So, in answer to whoever wrote in English on the wall there, "Good night, white pride," I say hello again, white pride, and hello again to all the races. Let us all be proud. Let us be anti-global, and let us have our world as we have been told that the races are thoughts of God. Und zu denjenigen, die das an den Bretterzaun geschrieben haben, gute Nacht, weißer Stolz, denen möchte ich sagen, hallo, weißer Stolz. Denn wir haben jeden Grund, stolz zu sein und auch müssen darauf achten, dass es Rassen gibt. Es gibt Verschiedenheit von Gott gegeben und das sollen wir auch achten. Now I wouldn't like to quote who said that first, but you all know who I'm quoting, I think. This, finally, because I don't want to take up time, it's supposed to be an impromptu speech, but this is an insult to Germany and an insult to all the white race. Because this shaft that is built by Libeskind is an Israeli architect who has no right whatever to put a shaft into German's military history museum. This should be opposed, deeply opposed. Und das hier ist eine Beleidigung an alle weißen Menschen und insbesondere natürlich an uns Deutsche. Das ist das Militärhistorische Museum in Dresden und da hat der israelische Architekt Daniel Libeskind, diese Scherbe oder diese Axtklinge reingebaut als Erweiterungsbau. Und dagegen sollte man sich wehren, denn das ist eine Beleidigung, nichts weiter. I would just like to quote to you, in coming back to the Dresden situation, that when Her Majesty the Queen opened this tribute to the terror bombers of Britain, I would like to read to you what some sensible people say in England about that. Und ich möchte jetzt einmal vorlesen, was einige vernünftige Menschen gesagt haben, als die Queen dieses Mahnmal für die Terrorbomber eröffnet hat. This is a quote from Professor Richard Overy, who is one of Britain's most distinguished military historians. Das ist ein Zitat von Richard Overy, einer der bedeutendsten Militärhistorikern. Yes. And he wrote in The Guardian, it's a left-wing newspaper, but sometimes people start, as I hear, in the left because they think that the left is helpful to all people, but when they realize what the left really means, then they come to us, nationalists. Und das Zitat, das stand im Guardian, das ist eine linke Tageszeitung, aber wie ich ja gehört habe, gibt es das öfter, dass man von der linken Seite auf die rechte Seite überwechselt. So, I quote him, "The RAF, that's the Royal Air Force, Bomber Command deserves to be remembered with honesty." Und die britische Luftwaffe, The British Bomber Command deserves to be remembered with honesty. oh, das Honesty ist ernst, ne? With honesty. Also der Bomber soll ehrenvoll gedacht werden. Mit Ehrlichkeit. Mit Ehrlichkeit. Und, ja, klar. Ja, ehrlich. Professor Overy maintains, quote, "It is surely time that the ethical subterfuge performed all through the war in pretending that city areas were military targets, justified targets, needs to be confronted honestly. Yet it was possible for the RAF Chief of Staff Charles Portal to suggest that the RAF hoped to kill 900,000
German civilians without raising any demur among wartime leaders except over its feasibility, its possibility. Somehow bombing created a moral blind spot that allowed airmen to do to the enemy population what soldiers could not. End quote. Now that's, can you quote that? Okay, ich tue mein Bestes, aber einige Wörter habe ich noch nie gehört. Ihr helft mir bestimmt. But it's important because it's 900,000. They say 25,000 people died in Dresden. Here it says they intended 900, that's nearly a million. They wanted 1 million German civilians murdered. Also sie wollten hier 1 Million deutsche Zivilisten töten in Dresden. Und das sagt dieser Royal Air Force Chief of Staff. Ja? Was heißt Chief of Staff? Der Oberkommandant der Royal Air Force. Der hat das gesagt, zu Papier gegeben, und er sagt am Schluss auch, irgendwie hat diese Bombardierung einen moralischen blinden Fleck ausgelöst, der den Kampffliegern erlaubt hat, Dinge zu tun, der gegnerischen Bevölkerung anzutun, die Kämpfern eigentlich verboten ist. Also offenbar konnte es auch gar nicht erklären, wie das möglich war. So I just say to you, when the historians want to say that only 25,000 were made into human tortures in this city by our wicked British policymakers, they actually aimed for 900,000. That's nearly 1 million. That's what they wanted. They didn't get as many, but they got probably 500,000. But in any case, they aimed for that. And ever since, they have used the success of getting away with what happened here to get away with all of the wars ever since. And that's why we have all of these refugees. So, und auch wenn die offizielle Zahl von 25.000 menschlichen Fackeln spricht, so ist doch klar hiermit, dass die Absicht bestand, nahezu 1 Million in Fackeln zu verwandeln. Auch wenn das nicht ganz geklappt hat, aber 500.000 werden sicherlich gewesen sein. Und seitdem überziehen diese verhexten Politiker die Welt mit Terror und mit Mord und besonders die Zivilbevölkerung. So finally, I would say to the people who are the Antifa behind us, which at least we must say that President Trump has done one sensible thing. He has said the Antifa are terrorists. That is something good. Schließlich möchte ich noch eine Sache sagen zu der Antifa, die hier hinten rumtobt. Eine gute Sache, die Präsident Trump aus den USA gemacht hat, ist, er hat die Antifa als terroristische Organisation eingestuft. Und das ist richtig so. Yes. So I would say to the Antifa who are trying to drown us out behind, but are not succeeding, that we are great in the world. Don't think that we are a small number. We may be a relatively small number here today, but believe me, we don't know each other around the world. We are vast, and when we stand up, we will be heard, and we will be heard above the vulgar sound of the Antifa who want to drown up real historical source criticism without restriction, and then we have international justice. And I stand firmly with you for that. It's long, I'm sorry. What did it start with? What did it start with? Oh, the Antifa, we are a great number. Also, wir zu der Antifa. Wir sind eine riesengroße Zahl, und auch wenn die Zahl hier heute vielleicht noch überschaubar ist, gibt es doch noch eine große Menge, die auch eines Tages sich erheben wird. Und was it a threat? Über die ganze Welt vor allen Dingen, richtig. Und ich mag hinzufügen, ich glaube, der Prozess, der hat begonnen. Ne? I'm sorry I make it so difficult to speak too long. But I simply want to say to you that don't despair. Don't despair because we are few. We are not few.
our enemy, our powers that should not be, and we know who they are, everybody, not just here, everybody in the world knows who they are because they know who they may not criticize. So be aware that everyone knows who I am referring to, including the police, including everybody. Little children know too. So they have the means to know all of us. We don't have the means very easily to know each other. But believe me, we are vast in the world, and we will triumph because source criticism will triumph, because we know truth will triumph. I stand with the Germans last century and this century. Ja, also, Sie werden keine Chance haben. Und auch die, die wir jetzt nicht ansprechen dürfen, aber von denen alle wissen, wer gemeint ist. Ja, ich weiß gar nicht, was du zu denen gesagt hast, but ich glaube, wir werden im Ende siegen und deswegen, glaube ich, sollten die sich warm anziehen. So oder so ähnlich. Ja? Achso, die Wahrheit wird siegen, das war's, genau, Dankeschön. Die Wahrheit wird siegen. Okay, danke. Thank you very much. Thank you for being here.